Ein Teenager hob einen Stein auf und schludert ihn auf die schlafende Gestalt unter der Brücke. Hey, watch auf, du Penner! Der alte Mann sagt die nicht zusammen. Bewegt sich nicht. Auf nicht einfach ein Orge, mustert den Jungen Geno 3 Sekunden lang und schloss es wieder. Dieser Einblick ließ zwei der Jungen zurückweichen, und das sie wussten warum. Aber der Test, derjenige mit dem Stein, verwechselt das Schweigen des alten Mannes mit Schwach. Wird innerhalb einer Stunde lernen, dass manche Männer schweigen, nicht weil sie nichts zu sagen hatten, sondern weil das, was sie getan haben, lautgenig ist, durch Generationen zu hellen. Wenn du glaubst, dass jeder Veteran gesehen werden sollte, schreib jetzt in die Kommentar. Der Mann unter der Brücke hat keinen Namen, und den sich jemand erinnert. Die Einheimischen nannten ihn Geist, weil ohne Muster oder Erklärung auftaucht und wieder verschwand. Schlief in der Nähe des Sohns des Marinefliegerhorsts Miramar, stets nach Osten gewandt, stets mit dem Rücken und den Beinen gelehnt. Seine Kleidung war abgetragen, aber sauber. Sein Bart war grau und kurz gestutzt. Sein Stiefel jedoch waren so fest geschnürt, dass es eher auf Gewohnheit als auf Notwendigkeit hindeutet. Niemand wusste, woher kam. Niemand fragte. In einer Stadt voller Durchreisender war nur ein weiterer Schatten, denn die Wohlhabenden sich entschieden, nicht zu sehen. Was die Menschen bemerkten, wenn sie sich die Mühe machten hinzuschauen, war, dass nie bettelte. Hört sich nie an. Sprach nie, es sei denn, man sprach ihn an. Und selbst dann waren sein Wort wenig. Trug ein klein Leinentasch, die nie aus der Hand gab, und ging mit einem leichten Hinken, das im Regen ausgeprägte Wort. Die Teenager aus der nahegelegenen Nachbarschaft hatten ihn schon sowohl gesehen. Sie hatten schon sowohl Dinge geworfen, und jedes Mal hat der alte Mann ihre Grausamkeit einfach aufgesogen, wie Stein das Wetter aufsort unverandet und unberührt. An diesem bestimmten Nachmittag waren die Jungen mutiger geworden. Es waren 5 von ihnen, zwischen 14 und 17 Jahre alt, erfüllt von dieser rücksichtslosen Energie, die aus Langweil und dem Falschen mit der Masse entsteht. Der Anführer, ein 17-jähriger namens Dirk, hat beschlossen, dass sie den alten Mann heute zum Reagieren bringen würden. Wollte ein Geschichte zu erzählen haben. Wollte Angst sehen. Hob einen weiteren Stein auf, die mal größer, und holt aus. Der alte Mann setzte sich langsam auf. Seine Bewegungen waren bedächtig, fast mechanisch, als wir jede Bewegung 10.000-mal gut wurden. So durch die Organen, die keine Wort, keine Angst sehen, nur ein still Einschätzung, die Luft schwerer wirken ließ. Dirk so gut. Irgendet was in die sen Organ erinnert ihn, und die geschickten seines Großvaters über Männer, die Dinge gesehen hatten, die man nicht wiedervergessen konnte. Aber sein Freund schauten zu. Konnte jetzt nicht zurückweichen. Bever der Stein Dirks Hand verlassen konnte, schnitt ein Stimme wie ein Clinch durch die Nachmittagsschitz. Fallen lassen. Dirk dreht sich und fand via Marines, die 6 Meter entfernt standen, noch in ihren Flügensuchen, Kaffeebecher in der Hand. Sie waren gerade auf dem Weg zurück vom Hangar gewesen, als sie die Konfrontation bemerkten. Derjenige, der gesprochen hat, war ein Staff Sergeant, mit 30, mit dem Körperbau, der andeutet, dass die Situation auf mehrere unangenehm Arten binden konnte. Dirk ließ den Stein sofort fallen. Sein Freund wichen bereits zurück, mit verdampfter wie Morgenebel. Wir haben nur Spaß gemacht, stammelte Dirk. Ist doch nur ein Obdachloser. Der Staff Sergeant trat nahe, sein Gesichtsausdruck unlesbar.
Du wirfst Stein auf Menschen, die sich nicht wehren können. So haben dich dein Eltern erzogen. Dirk hat keine Antwort. Dreht sich und rannte davon, sein Freund zerstruten sich in bescheiden Richtungen wie aufgeschüpft Vogel. Die Marines sahen ihnen nach, dann wandten sie ihre Aufmerksamkeit dem alten Mann zu. Hat sich inzwischen erhoben und stand in einer entspannten Halbtagsstellung, die so natürlich für ihn wirkte wie das Atmen. Der jüngste Marine, ein Gefreiter, kaum 22 Jahre alt, war der erste, der es bemerkt. Feldwebel, schauen sie sich sein Armen. Der Staff Sergeant schaut. Die Armel des alten Mannes waren des Aufstehens hochgeratscht und enthalten verbles Tätowierungen, die ein Geschicht in Tinte und Narbengewebe ersalten. Ein Adler, Globus und Anker auf seinem linken Unterarm, im alten Stil eingraviert, das seit den 70er Jahren nicht mehr verwendet worden war. Ein Reihe von Stricken, die auf weit mehr Einsatz hindeuteten, als ein normal Carrier ansammeln wird. Und auf seinem rechten Unterarm, teilweise von einer langen Narbe verdeckt, ein Totenkopf mit einem Buschfahrer hat, darunter die wird Todd von oben in einem Bogen. Die Haltung des Staff Sergeant veranderte sich sofort. Richtet sich fast unmerklich auf ein unbewusstes Zeichen der Anerkennung. So, sagte und das Wort hat gewickt. Sie haben gedient. Es war keine Frage. Der alte Mann sah ihn lange an, dann nickte einmal. Vor langer Zeit. Sein Stimme war rau vor nicht gebrochen, aber unter dem Grollen war etwas Fests und Ruhiges. Ein an der Welt. Der Gefreit trat vor, die Neugier überwand das Protokoll. Was war ihr MOS, fragte beiläufig, fast als Schurs, so wie Young Marines manchmal tun, wenn sie altern Veteranen begegnen zu testen. Ob der alte Hayes die Foxbreak wirklich kannte oder die Tätowierung nur so show trug. Die anderen Marines kitcherten und erwarteten ein Vage, Antwort über einen Versorgungscentrifisier oder Mechaniker etwas, das erklären wird, wie dieser Mann unter einer Brücke gelandet war. Der alte Mann sah den Gefreiten mit die sen abschätzenden Organen. Ein Horch von etwas, das Belustigung hat sein können, huschte über sein verwittertes Gesicht. 0317 Inch, sagte Elise. Scharfschütz. Das Kitchen hört auf. Dies MOS wird nicht leichtfertig vergeben. Sie wird durch einige der anspruchsvollsten Ausbildungen erwerben, die das Marinekorps anzubieten hat, und sie wird von Männern getragen, die Dingegetten hatten, die selten in offiziell Bericht gelangten. Der Staff Sergeant mustert den alten Mann nun sorgfältiger. Welch Einheit. Erstes Aufklärungsbataillon, dann an der Aufgaben Dinge, die keine Namen hatten. Die Art, wie es sagte, machte deutlich, dass nicht übertrieb. Der Staff Sergeant hat die sen schon zuvor gehört von den alten Männern im VFW Viren, die über bestimmt Dinge nur nach zuweilen Drinks sprachen, und selbst dann nur in Bruchstücken. Der Gefreit, noch junggenig Kuhn zu sein, stellte die Frage, die als veranden wird. Hatten sie ein Rufzeichen, fragte halb scherzend, so wie jemand nach einem Spitznamen fragen konnte, und das Gewicht zu verstehen, das Rufzeichen in bestimmten Kreisen trugen. Der alte Mann schwieg lange. Dann sprach sein Stimme kam über einem Flüstern. Reaper Storm. Der Kaffeebecher des Staff Sergeant fiel zu Boden. Heißflüssigkeit spritzt über den Beeten, aber schien es nicht zu bemerken. Stand wie einschwören und starrt den alten Mann, als hat gerade einen Geist ausdem nichts materialisieren sehen. Die anderen Marines sahen ihren Feldwebel an, verwirrt von seiner Reaktion. Feldwebel, fragte einer von ihnen. Alles in Ordnung? Der Staff Sergeant antwortet nicht sofort. Sein Geist rast rückwärts durch die Zeit, durch unzählige Bände in seiner Kindheit,
und den sein Vater, selbst ein Vietnam-Veteran, nach dem Abendessen geschickten Ersalt. Die meisten dieser Geschichten handelten von Kameradschaft und Entbehrung, von Verlorenen Freunden und gelernten Lektionen. Aber es gab ein Geschichte, die sein Vater und das Ersalt mit einer Art Ehrfurcht, die an Angst grenzte. Es war die Geschichte eines Scharfschützen in Vietnam, der wochenlang allein im Dschungel operiert hat. Ein Mann, dessen bestätigt Abschusszahl so hoch war, dass die offiziellen Zahlen geheim eingestufft wurden. Der Feind hat ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt, das größer war als je zuvor. Sie nannten ihn den Reaper, weil der Tod überall folgte, wo hinging, und sie nannten ihn Storm, weil sein Angriff so plötzlich und vernichtend waren wie die Macht der Natur. Der Staff Sergeant hat immer angenommen, es sei eine Legend. Die Teilstreitkraft hat geistige Schichten, Erzählungen von übermenschlichen Kriegen, die mehr Mythos als Mensch waren. Reaperstorm war das Schreckgespenst des Marinekorps, der Name, den erfahren Unteroffizier nannten, wenn sie beschreiben wollten, wie war Exzellenz außer, während sie gleichzeitig andeuteten, dass kein lebender Mensch ihn wirklich erreichen konnte. Und nun stand dies Legend vor ihm unter einer Brücke, in abgetragenen Kleidern, und trug als, was besaß, in einer kleinen Leinentasche. Sir, sagte der Staff Sergeant, sein Stimme schwer vor Emotionen, die nicht erwartet hat zu fühlen. Mein Vater hat in Vietnam gedient. Hat mir von innen erzählt. Sagte, sie hatten seinen Zug in Kisan gerichtet. Sagte, sie hatten 3 Tage in einem Erdloch verbracht und NVA-Offizier einen nach dem anderen erschossen, bis sie sich zurückzogen. Sagte, sie seien mit Schlamm und blattbedeckt aus diesem Dschungel herauskommen, hatten dem Kommandeur ihr übergeben und gesagt, sie würden nicht zurückkommen. Der Gesichtsausdruck des alten Mannes veränderte sich leicht. Die erste echte Emotion, die seit Beginn der Begegnung gesät hat. Es war kein Stolz. Es war etwas, das der Trauer nahe war. Vater, sagte langsam. Wie heißt Staff Sergeant Michael Torres, Zweites Bataillon, 26. Marines. Der alte Mann schloss die Augen. Als sie wieder aufniet, glänzten sie. Kleiner Mike. Teilte immer sein Rationen mit den Dorfkindern, selbst wenn wir selbst nicht genug hatten. Hat ein Foto von seiner Liebsten in seinem Helm. Redet von der Familie, die einst Tages haben wollte. Hielt in. Ich bin froh, dass sie haben dürfte. Der Gefreit und die anderen Marines standen in betäubtem Schweigen. Sie waren Zeuge von etwas Seltenen, einer Verbindung über Generationen des Dienstes hinweg. Einen Moment, in dem das Gewicht der Geschichte greifbar wurde. Der Staff Sergeant wischte sich schnell die Augen, die militärische Haltung stellte sich wieder ein. Sir, mit allem Respekt, was machen sie hier draußen? Es gibt Programm, Leistungen. Sie haben diesem Land auf eine Weise gedient, die sich die meisten Menschen nicht vorstellen können. Der alte Mann schüttelte langsam den Kopf. Ich habe gedient. Dann bin ich nach Haus gekommen. Nach Haus kommen war schwerer als dort drüben. Die Dinge, die ich geden habe sie haben mir im Leben erhalten, aber sie sind mir gefolgt. Ich habe die Programm versucht, die Medikament, die Beratung. Manche Dämonen sprechen nicht auf Behandlungen. Blickte zur Basis, zu den Jets, die in der Ferne auf dem Rollfeld aufgereiht standen. Ich bleibe hier, weil die Geräusche helfen. Die Jets, das Training, die Routine. Es erinnert mich daran, wann die Dinge schon ergeben, wann es ein Mission und einen Zweck und einen klaren Feind gab.
Hier draußen bin ich nagenig, mich zu erinnern, where ich war, white genig, denen keine Problem zubereiten, der ich jetzt bin. Der Staff Sergeant schwieg lange. Dan tat etwas, das die jüngeren Marines mit großen Augen anschauen ließ. Kam in Habtakt und legte einen Salat in Nap und perfekt, die Art von Salat, der Generalen und Tragen der Medal of Honor vorbehalten war. Staff Sergeant Torres, sagte sein Stimme trug das Gewicht all des Sen, was sein Vater nie hat sagen können. Es ist ein Ehre, sie kennenzulernen, Reaper Storm. Mein Vater hat durch sie gelebt, was bedeutet, dass ich durch sie existiere. Vielen Dank. Der alte Mann betrachtet das Gesicht des jüngeren Mannes, und so deren Echos eines Freunds aus einer anderen Lebenszeit. Dan erwidert langsam den Salat mit einer Precision, die trotz der Jahrzehnte nicht verblasst war. Ihr Vater war ein guter Mann. Sie tragen sein Augen. Stellen sie sicher, dass sie auch sein Haus tragen. Senkte sein Hand. Kehren sie jetzt zu ihrem Dienstposten zurück, bewegend bemerkt, dass sie zu spät sind. Die anderen Marines folgten dem Beispiel ihres Feldwebels, sprangen in Habtakt und legten ebenfalls einen Salaten. Der Gefreit, der die Frage gestellt hat, die dies Offenbarung ausgelost hat Tränen im Gesicht, die sich keine Mühe gab zu verbergen. Sie hielten den Salat, bis der alte Mann sein Hand senkte, dann drehten sie sich und gingen schweigend zur Base zurück, jeder von ihnen verarbeitet, was gerade erlebt hat. Die Nachricht verbreitet sich innerhalb von Stunden durch die Basis. Bis zum Einbruch der Nacht hat sich ein Prozession von Marines zur Brücke aufgemacht, manche mit Essen, andere mit Schlafsacken, all mit Respekt. Der Basiskommandant kam persönlich, zusammen mit Vertretern der Veteranenbehörde und mehreren Veteranenorganisationen. Sie boten dem alten Mann als eine Unterkunft, medizinische Versorgung, Anerkennung, die ihm seit Jahrzehnten verweigert worden war. Nahm ein warme Mahlzeit und ein neues Paar Stiefeln. Den Rest lehnte ab. Ich habe mein Leben gelebt, sagte schlicht. Lasst mich den Rest davon nach meinen eigenen Bedingungen leben. Aber nahm ein Zeichen, die Telefonnummer des Staff Sergeant, auf einem Stück Papier geschrieben. Für wenn sie bereit sind, hat Torres San gesagt, wann immer das ist selbst wenn es niemals ist. 3 Monate später benutzte der alte Mann dies Nummer zum ersten und einzigen Mal. Riefen, auf Wiedersehen zu sagen. Der Krebs, den ignoriert hat schließlich Anerkennung verlangt. Staff Sergeant Torres war am Ende bei ihm, zusammen mit einem Dutzend anderer Marines, die Geschichte gehört hatten und ihre Hauptachtung besuchen wollten. Reaper Storm starb 6 Uhr genau bei Sonnenaufgang umgeben von Brüdern, die ihn nie gekannt hatten, aber die ihn vollständig verstanden. Sein richtiger Name, wie sich herstellte, war Thomas Wagner. Hat 3 silbernen Stern, 2 bronzenen Stern, ein verwundeten Abzeichen mit 3 Eichenblattroben und ein Marienkreuz, das bis 2015 geheim eingestufft gewesen war. Hat keine lebenden Angehörigen. Hat nie geheiratet. Hat seinem Land ausgegeben und nichts als Gegenleistung verlangt. Und als sein Land ihn im Stich gelassen hat, war einfach in die Schatten verblasst, wo immer sein Best Arbeit geleistet hat. Die Marines des MKs Miramar bestatteten ihn mit vollen militärischen Ehren eine Zeremonie, die Veteranen ausdem ganzen Land anzog, die Geschichte von Reaper Storm gehört hatten und sehen wollten, wie die Legend endlich ihre verdiente Würdigung erhielt. Der Staff Sergeant hielt die Trauerrede. Manche Männer dienen in ihrem Land, sagte sein Stimme fest trotz des Gewichts seiner Wort. Manche opfern sich für es.
Und manche Männer wurden zur Definition des Sen, was es bedeutet, ein Krieger zu sein. Thomas Wagner war als Dreh. Suchte nie Anerkennung. Strebte nie nach Ruhm. Tat einfach, was geben worden musst immer wieder, bis es nichts mehr zu geben gab. Und als schließlich aufhört, tat es still so wie als dir Ort geden hat. Die Marines haben einen Ausspruch, einmal Marine, immer Marine. Heut verabschieden wir uns von einem der feinsten Marines, die je gelebt haben. Ru aus, Reeperstorm sie haben ihr Ru verdient. Die Basis benannte den Strassenabschnitt in der Nähe der Brücke in Wagners Wegum. Ein kleines Denkmal wurde errichtet, ein schlichter Stein mit seinem Namen, seinen Daten und einem einzigen Satz. Jeden Morgen, wenn Marines IPT run den laufen, negen sie in diesem Stein den Kopf und legen einen Salaten. Verteil einen Menschen niemals nach seinen äußeren Umständen. Der Mann, den du heut übersiehst, konnte der Ries sein, dessen Schatten du niemals ausfüllen konntest. Helden kundigen sich nichten. Sie tragen keine Schilder. Sie existieren einfach unter uns und warten darauf, von denen erkannt zu werden, die weißegenig sind, über die Oberfläche hinauszuschauen. Wenn dies Geschichte dich bewegt hat, wenn du glaubst, dass jeder Veteran wird verdient, und jeder Krieger Erinnerung verdient, abonniere diesen Kanal. Wir erzählen die Geschichten, die zahlen. Die Geschichten von denen, die alles gegeben und nichts verlangt haben. Die Geschichten, die uns daran erinnern, was wirklich bedeutet.